Heute ein Spiel aus dem Liga-Alltag. Für Sie am Mikrofon Wolfuß und Frank Buschmann. Also bei den Fans hier sieht das eher nach Festtag denn nach Alltag aus. Sie machen schon vor dem Anpfiff richtig gute Stimmung. Wenn man von den Klassikern im deutschen Fußball spricht, gehört ohne Frage auch das Derby zwischen Köln und Gladbach dazu. Und auf diese Partie dürfen wir uns jetzt freuen. Pro Evolution Soccer hat bereits vorgelegt und FIFA 17 zieht nun endlich nach. Mit einer neuen Engine, dem ebenfalls neuen Story-Modus The Journey und vielen kleinen Anpassungen möchte der Titel von EA Sports den virtuellen Fußballthron zurückerobern. In unserem Test stellt sich jedoch heraus, dass FIFA im ersten Jahr mit der mächtigen Frostbite Engine noch ein wenig Lehrgeld bezahlen muss und einige Features die Reihe gar verschlimmbessern. Richtig gelungen finden wir die neuen Möglichkeiten beim Eckstoß. Hier dürfen wir nun viel präziser bestimmen, ob wir den Ball eher hoch oder mit Schmackes in den Strafraum dreschen. Zusammen mit den bekannten Taktikbefehlen bekommen die Standards von der Eckfahne nun viel mehr Variantenreichtum. Und auch die neuen Strafstöße, bei denen man Anlauf und Schuss mit dem linken Stick steuert, will man nach ein paar Partien nicht mehr missen. Ebenfalls positiv anzumerken ist die überarbeitete Defensiv-KI. Die Gegner stellen die Räume nun cleverer zu, sodass man nicht mehr einfach durchsprinten kann. Zudem darf man nun den Ball per Schultertaste abschirmen und die Zweikämpfe fühlen sich etwas griffiger an. Allerdings hat FIFA 17 auch einige unfassbar nervige KI-Schwächen, die das Spiel nach unten ziehen. So fielen uns beispielsweise viel mehr blöde Torwartpatzer auf als noch im Vorjahr. Zwar überzeugen die Keeper immer wieder auch mal mit grandiosen Paraden, doch die oft vorkommenden Totalaussetzer nerven ungemein. Ganz so häufig wie in FIFA 15 sind die Patzer nicht, dennoch muss EA hier unbedingt nachpatchen. Für eine Quote, das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf, vielleicht geht ja noch mehr. Doch auch an der Offensiv-KI müssen wir leider rummäkeln, denn manchmal scheint es so, als wüssten die Kollegen auf dem Platz gar nicht, was sie zu tun haben. Viel zu oft fielen uns unnötig komplizierte Laufwege der Kameraden auf. Teilweise laufen sie sogar gar nicht mit oder verstecken sich gar hinter Gegenspielern. Dies zusammengenommen mit den zu schwachen Flanken schränkt das Spielgefühl stark ein. Hier haben PES 2017 und auch der direkte Vorgänger FIFA 16 klar die Nase vorn. Und direkt zurückgespielt. Hier noch ein Beispiel für das oftmals katastrophale Stellungsspiel der KI in der Vorwärtsbewegung. Achtet mal auf unseren Mittelstürmer, der hier mit einem Stern markiert ist, da wir uns gerade im Story-Modus befinden. Er rennt sinnlos zurück und fehlt uns vorne als Anspielstation. Diese Aussetzer passieren leider viel zu häufig. Ansonsten glänzt FIFA aber wieder mit einer Vielzahl an Spielmodi, Lizenzen und einer gelungenen Präsentation, welche die Konkurrenz vor Neid erblassen lassen. Die angekündigte Überarbeitung des Karrieremodus ist jedoch eine Farce. Zwar dürfen wir nun einen Avatar für unseren Trainer auswählen, allerdings stehen diesem dann auch oft Doppelgänger gegenüber, weil nur die Manager aus der englischen Premier League lizenziert sind. In der Karriere selbst hat sich auch bis auf eine Kleinigkeit gar nichts geändert. Ihr bekommt nun mehr Ziele von der Vereinsführung wie die Integrierung von Jugendspielern, welche es zu erreichen gilt. Doch erstmal genug gemeckert, der neue Story-Modus namens The Journey ist nämlich echt gut gelungen. Hier übernehmen wir schon im Kindesalter die Rolle des Talents Alex Hunter und erleben mit diesem alle Höhen und Tiefen eines Jungprofis in der Fußballwelt. Die Geschichte ist zwar zuweilen aufgrund des etwas zu klischeehaften Familiendramas der Hunters etwas kitschig, aber stets unterhaltsam. Schade finden wir nur, dass die Story allein auf die englische Premier League beschränkt ist und allgemein sehr starr erzählt wird, aber dazu kommen wir noch. Didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Habt ihr schließlich einen englischen Club von euren Fähigkeiten überzeugt, müsst ihr nun den Trainer auf euch aufmerksam machen. Sprich, ihr solltet euch im Training richtig reinhängen. Hier absolviert ihr teils neue, teils altbekannte Skill-Challenges. Je nach Bewertung verbessern sich eure Attribute. Blöd nur, dass wir erfolgreich absolvierte Minispiele danach nicht simulieren können, weil uns sonst wichtige Fähigkeitspunkte durch die Lappen gehen und wir somit dazu gezwungen sind, die immer gleichen Challenges zu spielen. Das ist auf Dauer etwas öde, aber glücklicherweise auch immer schnell vorbei. In vielen Dialogen dürft ihr sogar selbst aus verschiedenen Antwortoptionen auswählen. Große Konsequenzen solltet ihr euch aber nicht erwarten. Einige Antworten bringen euch mehr Fans, andere etwas mehr Ansehen beim Trainer. Auf die Story selbst haben eure Entscheidungen keinen Einfluss. Diese bleibt immer gleich.
Allerdings müssen wir hier mal die Frostbite Engine loben. Sieht FIFA 17 auf dem Platz einfach nur feiner und detailreicher aus, erkennt man in den Zwischensequenzen von The Journey, was für eine Power das neue Grafikgerüst bietet. Habt ihr euch schließlich in die Aufstellung eures Teams gespielt, müsst ihr auch hier durch Leistung überzeugen. Jeder Pass, jeder Torabschluss, jeder Zweikampf wird bewertet und wirkt sich auf eure Gesamtnote aus. Besonders schön ist, dass ihr vor jedem Spiel auswählen dürft, ob ihr nur mit Alex oder mit der gesamten Mannschaft spielen wollt. Aufgrund der Bewertungen sind die Spiele durchaus motivierend. Allerdings sind die Benotungen manchmal etwas holprig, wenn ihr zum Beispiel einen schönen Pass auf den Kameraden durchsteckt, dieser den Ball aber nicht annimmt, weil er nicht mitläuft. Aber über die KI-Aussetzer sprachen wir ja schon. Insgesamt macht The Journey einen richtig guten Eindruck, an dem auch die kleinen erwähnten Schwächen nicht rütteln können. Wir würden uns in FIFA 18 sehr über eine Fortsetzung von Alex Hunters Geschichte freuen. Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Das Gesamtfazit für FIFA 17 fällt jedoch nicht ganz so positiv aus. Zu den vielen kleinen Verbesserungen gesellen sich leider auch einige Verschlechterungen. Besonders die teils mangelhafte Offensiv-KI zieht den Titel spielerisch runter. FIFA ist auch dieses Mal ein sehr gutes und vor allem toll präsentiertes Spiel. Aufgrund der offensichtlichen Mängel hat Pro Evolution Soccer aber gerade in Sachen Gameplay dieses Jahr klar die Nase vorn.